Ja, Ja, so hallo ihr Lieben. hallo. Wir sind's wieder, das AHA-Team. Und heute möchten wir mit euch euch was ganz Besonderes zeigen. Die Heike hat es in der Hand. Es geht um die Programmierung von Bergkristallen. Doch zuvor die Vorgeschichte. Wie sind wir darauf gekommen, Bergkristalle zu verwenden? Und wofür? Und wofür? Und zwar müssen wir da vorne anfangen mit den Plätzen mit der Energie der neuen Erde. Darüber haben wir ja auch ein Buch geschrieben, was das genauer ist, also wen das interessiert. Ganz kurz und knapp, die Zeit ist die, dass unsere Erde sich wandelt, dass die ganzen Energien der Erde sich verändern. Man spricht davon, dass sich eine neue Erde gebiert. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir jetzt von irgendeiner Erde in eine andere hopsen müssen, sondern es ist ein Bewusstseinsprozess, ein energetischer Prozess. Und an den Plätzen mit der Energie der neuen Erde, das sind Kraftorte der neuen Zeit, die, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder seit wann gibt es die oder seit 10 Jahren? Ja, so zwischendrin 15 Jahre Ja, so um etwa. die 15 Ja. Jahre tauchen die also auf, werden immer mehr, werden immer größer und haben besonders erhebende Energien, die uns dabei helfen, mehr über den Tellerrand zu blicken, neue Gedanken zu denken, klare Gedanken zu bekommen, neue Ideen zu finden. Ja, sie fluten uns buchstäblich mit entsprechenden Energien der neuen Zeit und heben uns auch über das sogenannte Kollektivbewusstsein hinaus. Das heißt also, das, was wir sonst so im Alltag haben, was uns ja immer wieder so in den normalen Alltag zurückzieht, das ist an diesen Plätzen mit der Energie der neuen Erde, das hebt sich sozusagen auf. Man hat auch ein Gefühl, dass unser sogenannter begrenzter Raum, dieser dreidimensionale Raum sich auflöst. Also man hat das Gefühl der Auflösung, dass die Schwerkraft nicht mehr existiert, die Zeit nicht mehr existiert. Die Materie auch sich auflöst, das haben wir also auch schon an verschiedenen Orten erlebt. Na, also es ist eine ganz spannende Geschichte, sich an solchen Orten mal zu bewegen und einfach mal sich durch diese Energien fluten zu lassen. Und wir haben, weil wir auch Workshops mit anderen veranstalten, sind wir mit Gruppen schon öfter an diesen Orten gewesen und haben natürlich Rückmeldungen bekommen, wie die sich da fühlen. Wir sind dann auch auf die Idee gekommen, mal zu testen, was macht das energetisch mit den Menschen. Genau, also wir haben einen sogenannten Vitalitätstest mit den Teilnehmern gemacht, also die Lebensenergie kann man auch dazu sagen. Und bei den meisten also wir haben immer getestet, ist sie bei 100%, das war sie also ganz selten. Also sie war eher irgendwo im Bereich zwischen 50 und 70%. Und überraschenderweise natürlich dann, wenn wir an diesen Plätzen mit der Energie der neuen Erde waren und eine neue Testung vorgenommen haben, dann lag die meiste bei zwischen 100 und 150, teilweise sogar noch drüber Prozent, was also eine erhebliche Steigerung darstellt und das wirklich binnen kürzester Zeit, also man muss da jetzt nicht stundenlang Nee, es sich war in wirklich dieser sehr Energie schnell und das war baden. Ne? natürlich deutlich zu spüren, auch an den Leuten. Ja. Also die einen wurden so richtig zum kleinen Springball, die konnten vor lauter Energie gar nicht mehr stillstehen. Andere haben sich einfach nur total gut gefühlt oder entspannt oder kraftvoll. Wieder andere kriegten Herzrasen, was denen am Anfang erstmal Stress gemacht hat, weil sie gedacht hatten, das wäre so eine Art Krankheitssymptom, bis sie dann so langsam verstanden haben, dass es einfach nur eine ungewohnt starke Energie ist, mit denen sie zu tun hatten. Und wenn sie sich dann da entsprechend bewusst darauf eingestellt hatten, hat die Angst auch nachgelassen. Es war halt einfach ungewohnt, aber es hat allen letztlich richtig gut getan. Ja. Ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, was kann man tun, was die Menschen auch im Alltag, weil wer lebt an einem Platz mit der Energie der neuen Erde? Das mag sein, dass das irgendwann mal so der Fall sein wird, aber im Augenblick tun es die meisten Menschen ja eher nicht. Und dann hatten wir eine Idee. Und dann hatten wir eine Idee. Genau. Und Heike hat sie in der Hand. Eine davon, also der Bergkristall. Ich habe sie am Hals, ich habe sie in Genau. der Hand. Und zwar haben wir begonnen, mit Kristallen zu experimentieren. Und ich fange jetzt mal an, ich lese euch mal einen Dialog vor,
den ich mit dem Kristallwesen geführt habe, was unsere Gedanken, unsere Idee anging. Meine Frage war: Ihr Kristallwesen, ich möchte euch gerne dazu einsetzen, um die Informationen der neuen Erde dauerhaft und stabil zu speichern, damit andere Menschen jederzeit die Möglichkeit haben, diese Informationen in ihr System einzuspeisen und damit zu arbeiten. Wie lange muss ein Kristall an einem Platz mit der Energie der neuen Erde bleiben, um diese Informationen komplett speichern zu können? Und die Antwort war: Zunächst einmal sei gesagt, dass durch Kristalle keine Plätze mit der Energie der neuen Erde installiert werden können. Es entstehen also keine sogenannten Kraftplätze. Es braucht sowohl körperliche Berührung als auch bewusste Ausrichtung auf die Frequenz der neuen Erde, um mit dieser Art von Kristallen arbeiten zu können. Sie einfach nur umzuhängen, nutzt nicht viel und bringt eher Zufallsergebnisse, ähnlich wie bei einem schlecht eingestellten Radio. Auch wenn Raum und Zeit etwas Relatives sind, so ist es besser, den Kristallen Zeit für das Speichern der Informationen zu geben. Kristalle sind Kinder der Erde und lieben die Eile nicht. Als Zeitangabe wären 2 Stunden das absolute Minimum. Besser sind mehr Zeit und Ruhe, damit sich das komplette Spektrum der Informationen einprägen kann. Diese Tiefe der Informationen macht letztlich einen großen Unterschied, den ihr auf den ersten Blick nicht erkennen werdet. Lasst euch und den Kristallen Zeit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 2 Stunden wirklich das absolute Minimum sind. Das sind dann wirklich Fragmente der Informationen, mit denen man zwar schon was machen kann, aber besser ist es wirklich, man lässt ihnen ein paar Tage Zeit, wir lassen ihnen monatelang Zeit, damit sich wirklich alle Informationen einprägen. Weiter im Dialog. Ich habe dann die Kristallwesen gefragt, ob sie diese Aufgabe gerne übernehmen, und die Antwort war: sehr gerne. Eben deshalb, weil sie im Sinne der Erde ist und wir somit eine Aufgabe übernehmen können, für die wir hier sind. Allzu häufig werden wir für Aufgaben eingesetzt, die uns und der Erde nicht gut tun. Etwas, was deshalb möglich ist, weil wir wertneutral aufzeichnen und speichern, was in uns gelegt wird. Speicher, Archivare, Wissenshüter sind wir und können nicht anders. Dies ist unsere Bestimmung. Jede Aufgabe, die sich im Einklang mit der Erde befindet, erfüllt uns mit tiefer Freude und erfährt Unterstützung durch die große Mutter, die ebenfalls eure Schwester ist, also durch die Erde. Und dann habe ich gefragt: Es macht also wenig Sinn, euch an einen Platz zu stellen, um ihn energetisch an die neue Erde anzubinden? Und die Antwort war: Berührung und Ausrichtung bleiben die beiden wichtigsten Punkte. Beides zusammen ist optimal, doch Ausrichtung ist der Dreh- und Angelpunkt. Ein aufgestellter Kristall reagiert auf Absicht und Ausrichtung. Ohne Ausrichtung ist alles dem Zufall überlassen und nichts besonders effektiv. Ja, und dann haben wir natürlich bei den folgenden Workshops sind wir ein bisschen anders vorgegangen. Wir haben zunächst mal die Teilnehmer mit den Bergkristallen getestet, also wie die Vitalität dann angestiegen ist. Und wir kamen eigentlich nahezu immer zu den gleichen Ergebnissen. Der einzigste Unterschied war, wenn wir die Kombination an einem Platz mit der Energie der neuen Erde plus Bergkristall gemacht haben, dann waren die Werte, die sind dann schon noch weiter angestiegen, und wir haben mal das feinstoffliche Feld dann begonnen auch zu messen von Teilnehmern, und also das entspricht eigentlich Kraftorten, die man kann sagen, wo man die Dimensionen wechseln kann. Wer sich mit Bovis-Einheiten auskennt, der weiß, dass also schon 100.000 oder 200.000 schon sehr viel ist, aber die sind teilweise sogar noch höher gegangen. Ne? Und da kann man also sehen, dass die Bergkristalle oder beziehungsweise die Energie der neuen Erde praktisch schon natürlich erstmal auf unser feinstoffliches Feld wirkt. Und aber auch das wieder wie am Platz mit der Energie der neuen Erde an Originalplätzen sofort. Ne? Sofort. Das heißt, weshalb wir dieses Filmchen drehen, ist, wir möchten möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst solche Kristalle
zu programmieren, damit ihr im Alltag wirklich in dieser Anbindung bleiben könnt, in dieser Vitalität. Die Zeit ist anstrengend, für viele Menschen ist es energetisch sehr anstrengend. Es kann also wirklich nur gut sein, wenn wir Werkzeuge haben, die uns ein bisschen unterstützen. Das Einzige, was wir dafür halt brauchen, ist ein Platz mit der Energie der neuen Erde. Genau, und wir haben ja ein Buch geschrieben, wo also schon sehr viele Plätze mit Energie der neuen Erde aufgeführt sind. Und wenn ihr natürlich jetzt einen Platz wissen möchtet in eurer nächsten Umgebung, also ich kann die über die Distanz wahrnehmen und da braucht ihr nur mal auf unsere Homepage gehen, auf die www.wandermagie.de und da ist alles beschrieben, wie es aussieht, auch natürlich, was irgendwelche Kosten auf euch zukommen. Aber das wäre also auch eine der Möglichkeiten und es ist egal, ob ihr jetzt hier euch in Deutschland befindet oder in ganz anderen Ländern, das spielt für meine Wahrnehmungsmöglichkeiten keine Rolle. Mhm. Genau. Also, eine Einladung an euch, nutzt diese Möglichkeit und stärkt euch im Alltag. Das ist so einfach ein kleines Geschenk, was wir an euch machen möchten, dass ihr in eure Selbstermächtigung hineinkommen könnt, indem ihr selber etwas tun könnt. Weil man muss nicht immer irgendwie von anderen Leuten gemachte Stärkungsmittel kaufen und dann immer in dieser Abhängigkeit bleiben. Ihr könnt selber losgehen, ihr könnt selber mit dem Kristall sprechen und ihm sagen, ich möchte jetzt gerne hier, dass du diese Energie aufzeichnest, weil ich mit dir und der Erde arbeiten möchte. Lass den Kristall, wenn es geht, 1, 2, 3 Tage da. Man kann den ja auch irgendwo so verstecken, dass den niemand sieht und findet und holt ihn dann wieder und ihr habt einfach ein kraftvolles Instrument hätte ich beinahe gesagt, aber es ist mehr ein Freund. Es ist ein Wesen, es ist ein Freund, mit dem ihr wirklich im Alltag gut durchkommen könnt. Genau, und vielleicht noch was ganz kurz zur Größe. Also die Größe spielt keine Rolle. Also das Stück, was wir euch gerade vorhin gezeigt haben, das war ja schon ein bisschen größer. Aber Heike hat ja eine Halskette umhängen, wo ein relativ kleiner Bergkristall drin eingefügt ist oder eingearbeitet. Es spielt also wirklich keine Rolle. Na, das ist auch so ein bisschen persönliche Vorliebe. Ne? Wenn ich ein bisschen was Größeres in der Hand haben möchte, okay, aber es ist nicht erforderlich. Aber den um den Hals zu hängen ist vielleicht ein bisschen zu groß. Das wäre natürlich. Ich weiß nicht, ob dann die Vitalität wirklich steigt, wenn man immer so läuft. Also dann empfehlen wir eher eine Druse, damit es sich auch lohnt. Also, okay, habt viel gut. Spaß damit. Jawohl, viel Spaß beim Experimentieren. Ja. Wenn ihr Fragen habt, uns einfach kontaktieren. Gerne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Ciao.